Ich möchte auf jeden Fall eine Hausgeburt haben. Ich habe mir das auch stark in meinen Kopf gesetzt. Natürlich, klar, es gibt wenig Hilfe, die man halt bei einer Hausgeburt hat. Es gibt zu Hause keine PDA, es gibt kein Lachgas. Ich muss da selber durch, ne? Ich muss diese Schmerzen komplett durchleben. Schaffe ich das? Aber es ist halt trotzdem so, ich fühle mich in Krankenhäusern nicht wohl. Ich verbinde das einfach mit viel Negativität und auch mit Kranksein. Und ich bin schwanger und nicht krank. Keiner von uns beiden weiß, was da wirklich auf uns zukommt, aber wir freuen uns und sind gespannt. Chrissy und Lambos Pitakas sind seit einem Jahr verheiratet und erwarten ihr erstes Kind. Das Baby soll unbedingt zu Hause zur Welt kommen. Doch es wird kein einfacher Weg werden. Wir dürfen sie bis zur Geburt begleiten. Tomate Mozzarella machen wir. Hunger. Wir haben heute unsere Babyparty, der Lambos und ich. Wir haben uns ein paar Spielstationen überlegt. Wir haben hier in der Nähe, also fast ums Eck eigentlich, einen Raum auch gemietet für die Feier. Es kommen zwischen 20, 25 Leute und einfach so ein bisschen die kleine Maus ein bisschen zu feiern. Chrissy ist in der 28. Woche schwanger. Ein Wunschbaby. Guten Morgen, mein Schatz. Mach die Augen auf. Ja, ich war erstmal irritiert, weil ich bin ja auch gerade eben erst aufgestanden und mein Körper hat noch gar nicht richtig funktioniert. Wir kriegen ein Baby. Ich habe dann erst im Laufe des Tages so richtig realisiert, ich dachte, okay, krass, ich werde Vater. Das war ja immer ein Wunsch von mir und es geht jetzt endlich los. Und ja, ich kann es eigentlich kaum abwarten. Also von mir aus, ich bin bereit, es könnte eigentlich schon nächste Woche losgehen. Chrissys Schwester Nadine ist gelernte Hebamme und eine wichtige Stütze während der Schwangerschaft. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich da die Chrissy mit meinem Wissen und auch mit meiner Erfahrung einfach als schon Dreifach-Mama da jetzt auch ein bisschen unterstützen kann. Und sie wendet sich auch echt oft an mich und ich kriege Nachrichten am Morgen, WhatsApp. Nadine, hier, das ist so das Problem, was kann ich machen? Ja, ich freue mich riesig, dass ich da auf jeden Fall so intensiv auch dabei sein darf und wenn es klappt, ja auch bei der Hausgeburt auch mit am Start bin. Nadine hat ihre 3 Kinder zu Hause zur Welt gebracht. Auch Chrissy will auf jeden Fall in den eigenen 4 Wänden gebären. Mitnehmen. Ab dem 25. März hier oben darf ich schon eine Hausgeburt machen, weil es quasi 3 Wochen vor ET ist. Und dann quasi 2 Wochen nach ET, also eine Woche die zweite Woche. Bis dahin darf ich zu Hause dann noch entbinden. Je nachdem, wie vorher der Stand ist, wie das Fruchtwasser aussieht und wie es mir und dem Baby auch geht, würde ich ja entweder schon vorher vielleicht auch ins Krankenhaus geschickt werden. Oder spätestens an dem Tag würde meine Frauenärztin dann halt sagen, jetzt müsstest du zur Einleitung in die Klinik, genau. Was natürlich nicht mein Plan ist, deswegen möchte ich auch, dass niemand die Felder hier hinten ausfüllt. Lieber hoffen, dass wir in diesen Wochen, wo wir jetzt da Zeit haben, liegen. Noch 12 Wochen bis zur Geburt. Zu ihrer Babyparty haben Chrissy und Lambos Freunde und Familie eingeladen. Dresscode rosa, ganz im Sinne der kleinen Helena, wie sie ihre Tochter nennen wollen. Noch wissen nicht alle, dass Helena bei einer Hausgeburt zur Welt kommen soll. Chrissy und Lambos sind beide 28 Jahre alt. In ihrem Freundeskreis beginnt die Zeit der Familienplanung. Auch Lambos bester Freund Stefan wird demnächst zum ersten Mal Vater. Nur wenige Tage liegen zwischen den errechneten Geburtsterminen. Doch mit ihrem Wunsch nach einer Hausgeburt stehen Chrissy und Lambos allein. Auf Helenas Geburt. Ich glaube, er war am Anfang aber auch eher so weiser nett, ne? Ja? Kannst du bedenken oder was? Das war ja auch komplett neu für mich.
Das war ja komplett neu für mich, aber wenn man sich mal so ein bisschen einliest und auch Erfahrungsberichte hört, dann ist eine Hausgeburt natürlich viel schöner im Endeffekt, weil du viel näher dabei bist. Und ja? Alleine. Also ich hätte jetzt vom rein intuitiv gesagt, dass irgendwie im Krankenhaus hätte ich mich sicherer gefühlt, weil da einfach, ja, da ist man halt direkt am Fachpersonal in der Nähe. Ich will jetzt auch eine Hausgeburt. Nein. Auf keinen Fall. Weil dann kannst du die... Nee. Bla bla bla. Nur 2% aller Geburten in Deutschland finden zu Hause statt. Doch die Zahl steigt, vor allem seit Corona. Gleichzeitig berichten immer mehr Frauen von negativen Erfahrungen in Krankenhäusern, von überfüllten Kliniken, überfordertem Personal, manchmal sogar von Gewalt im Kreissaal. Sehr groß ist unser Wunsch für eine Hausgeburt. Also wir waren uns relativ schnell einig, dass wir eine Hausgeburt machen möchten. Ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass ich einfach Krankenhäuser mit so schlechten Sachen irgendwie behaftet verbinde. Ne? Also dieses Zimmer, dieser Geruch, so das ist für mich so ein beklemmendes Gefühl, daran zu denken, dass ich dann da irgendwie Stunden sitze und auch das wechselnde Personal, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also die Hebammen dort, die kennen mich nicht. Ich komme dahin als komplett fremde Frau und die sollen mich während meiner Geburt unterstützen. Wie sollen sie das denn machen? Sie kennen mich ja gar nicht. Chrissy muss ihre Entscheidung häufig verteidigen. Und tatsächlich spricht in ihrer Schwangerschaft vieles gegen eine Hausgeburt. Ich habe eine Blutgerinnungsstörung und meine Frauenärztin zu Beginn, die war nicht so ganz begeistert von der Hausgeburt, hatte auch so ein paar Argumente, gerade die Blutgerinnungsstörung, dass sie einfach gesagt hat, da könnte man keine Hausgeburt machen. Unter dem Aspekt hatte ich dann zu Lambos zu Hause gesagt, dann kriegen wir das Kind alleine, zur Not auch unter einer Brücke. Wegen ihrer Blutgerinnungsstörung muss sich Chrissy täglich ein gerinnungshemmendes Mittel spritzen, das Thrombosen vorbeugt. Und noch weitere Hürden muss Chrissy in ihrer Schwangerschaft überwinden. In den ersten Monaten kämpfte sie mit Übelkeit, hat stark abgenommen und musste für mehrere Wochen ins Krankenhaus. Nach der negativen Erfahrung mit ihrer Frauenärztin hat sich Chrissy eine neue Gynäkologin gesucht. Hallo. Hallo. Guten Tag. Jawohl. Super. Dann wie üblich einmal auf Toilette und dann sehen wir uns in der Ruhe. Super. Meine neue Frauenärztin ist auch kein Riesenfan von Hausgeburten, das sagt sie auch ganz klar, das hat sie mir auch im Erstgespräch sofort gesagt. Aber sie ist jemand, der sagt, die Frau darf selber entscheiden, wo sie entbindet. Es ist niemandens Recht zu sagen, du darfst nur da und da entbinden. Die Ärztin möchte nicht gefilmt werden. Die Kamera muss während der Behandlung draußen bleiben. Hinter verschlossener Tür erhält Chrissy eine ernüchternde Nachricht. So, die Überweisung zur Geburtsplanung. Jetzt doch eine Geburtsplanung. Was ist passiert? Ja, sie hat sich noch nicht gedreht. Also sie ist noch immer in Beckenendlage. Gut, vielleicht passiert ja noch was und das Baby muss halt mitmachen bei so einer Hausgeburt. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass sie sich dreht und wir einfach zu Hause bleiben kann. Ja, das wäre für mich natürlich das Optimale. Momentan ist es so, dass unsere Tochter noch in Beckenendlage liegt. Das heißt, sie ist quasi mit ihrem Popo noch unten in meinem Becken und der Kopf oben. Das ist natürlich eine sehr schwierige Stellung für eine Geburt. Das macht einem schon auch echt Angst, weil klar, ich möchte ja in erster Linie, dass ich ein gesundes Kind zur Welt bringe und es mir gut geht und dem Kind gut geht. Aber ich frage mich halt, geht es mir gut, wenn ich in die Klinik gehe? Na? Und geht es dann meinem Kind gut? Hi, Babe. Hi, Schatz. Ich wollte mich nur mal kurz melden und dir berichten von dem Termin. Ja, sie meinte dann halt, es ist halt schwierig jetzt zu sagen,
Ob das jetzt normal ist oder wann sich das Kind dreht, da gibt's keine Geheimformel für. Sie meinte halt nur, dass es halt für eine Hausgeburt dann eigentlich nicht in Frage kommt. Also sie möchte gerne, dass wir uns in der Klinik vorstellen und schon mal einen Geburtsplan besprechen dort. Sie hat auch tatsächlich gesagt, wir sollen uns auch schon mal hinsichtlich einem Kaiserschnitt beraten lassen. Also mein absoluter Untergang und meine absolute Horrorvorstellung. Ja, war schon nicht so schön zu hören jetzt irgendwie. Ja, ich soll so mal in Ruhe Gedanken machen und nochmal warten, bis die Hebamme nochmal vorbeikommt und was sie dann sagt. Und du machst dir nicht so viel Gedanken. Ja, mach ich. Ich versuch's. Bis dann, mein Schatz. Bis später. Ciao. Ciao, ciao. Für mich ist es schon schwer, sich auch so ein bisschen von diesem Gedanken der Hausgeburt zu lösen. Also ich meine, ich löse mich jetzt noch nicht vollkommen davon. Aber es macht es auf jeden Fall jetzt nicht einfacher. Ist eine Hausgeburt noch realistisch? Der Besuch der Hebamme soll Klarheit bringen. Hallo! Na, geht's dir gut? Ja, doch. Komm rein. Nicht viele Hebammen bieten die Begleitung von Hausgeburten an. Rahel hat sich darauf spezialisiert und sich bewusst gegen die Arbeit in Krankenhäusern entschieden. Heute werden wir das Kind schaukeln, ne? Also in der Klinik ist es schon so, dass man einfach nicht viel die Wahl hat, ne, wie man gebären will. Und dann kommt die Frau, hat starke Wehen, man muss sich schnell einen Überblick verschaffen. Die Kreissäle sind vielleicht auch voll, da sind noch ganz viele andere. Die Hebamme hat keine Zeit, immer nur bei dieser einen Frau zu sein und muss dann vielleicht noch zu einer anderen Frau, wo gerade die Geburt voranschreitet. Das Telefon klingelt, dann muss die nächste verlegt werden, das Labor möchte irgendwas wissen. Das sind halt auch ganz viele strukturelle Probleme, die da sind und ganz viel Überlastung. Und zu Hause ist es einfach ruhig. Oh, okay. Ja, da sieht man die Kurve richtig gut, ne? Auch wie die Wirbelsäule. So. Ja. Da sieht man das auch. Also es ist ja schon fast eine Querlage, ne? Also es ist eigentlich eine Querlage und der Rücken hängt so ein bisschen durch. Ja. Wenn wir es nur schaffen, die Helena jetzt in die Beckenendlage zu bekommen, haben wir schon viel gewonnen. Ich weiß. Habe ich auch gesagt. Haben wir da wirklich viel gewonnen. Habe ich auch gesagt. Die aktuelle Situation ist so, dass das eine Position ist, die geburtsunmöglich ist. Ne? Also auch in der Klinik, ne, wäre es so, wie das Baby jetzt liegt, ungünstig eine vaginale Geburt anzustreben. In eine etwas andere Position muss das Baby kommen, ansonsten muss es ein Kaiserschnitt werden. Das ist wirklich eine sehr, sehr seltene Position. Ja. Einmal tiefen Atemzug zum Baby. Ist Chrissys Wunsch nach einer natürlichen Hausgeburt plötzlich unerreichbar? Nicht ganz. Denn Baby Helena bewegt sich viel im Mutterbauch. Platz hat sie genug. Das tastet sich jetzt nicht wie ein kleiner, dicker Buddha, ne? Das ist eher zierlich. Hier ist der Popo, da ist der Kopf. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie sie liegt, dann ist hier das Köpfchen. Das ist so ein bisschen geknickt. Na, guck mal, wie gut sie sich bewegt. Jetzt ist sie schon wieder ein ganzes Stück nach unten. Ich habe es auch gespürt, ja. Guck mal, mach das mal bitte selbst. Nimm mal deine Hand dahin auf ihrem Popo. Da hat sie jetzt ein Füßchen. Dann kannst du einfach hier mit dem Handballen mal mit mir zusammen mal hier mal ein bisschen gegen das Köpfchen nicken. Lass mir mal das Köpfchen ein bisschen. Ach krass, ja, stimmt das. Merkst du es? Also sie ist gerade bewegungsfreudig. Sie lässt sich jetzt nicht ganz easy einfach rumdrehen. Also ich vermute schon, dass sie ja so ein bisschen ihre Gründe hat, warum sie so liegt. Aber was ich positiv finde, ist, also ich komme richtig gut hier an den Beckenkamm dran. Da liegt sie auf jeden Fall nicht drauf. In die Beckenendlage drehen lässt sie sich bestimmt noch. Da bin ich echt guter Dinge. Liegt Baby Helena in Beckenendlage, besteht noch die Chance für eine natürliche Geburt. Das ist nun das wichtigste Ziel für Chrissy und Lambos. Um das zu erreichen, gibt es Hausaufgaben. Rahel zeigt ihnen Übungen, die Helena bei der Drehung helfen sollen. Ich heb dich jetzt ein bisschen an, okay? Die hebt mich wirklich an. Ich lege jetzt meine Hände bei dir auf die Schulter. Man kann sich vorher ja nicht vorstellen, wie das ist, dass sich das Kind nicht dreht und auch noch in so einer fortgeschrittenen Schwangerschaftswoche nicht gedreht hat. Ich würde trotzdem sagen, ich bin super gefestigt noch in meiner Meinung, dass ich eine Hausgeburt möchte und auch wahrscheinlich jemand sein werde, der bis auf den letzten Drücker warten wird.
So, mit was fangen wir an? Mit dem Malervlies? Ja. Wir müssen ja dieses komplette Sofa eigentlich abdecken. Den Boden davor auch. Dann eventuell Badewanne, Bad noch irgendwie Boden. Wir suchen Malervlies, das sollte ja, ne? Ganz Muss normal. ich nicht zum Malen benutzen, genau. Ja, nee, ist nicht fürs Malen, ist für eine Hausgeburt, aber zum Abdecken. Okay. Ging ja schnell. Wir könnten dann auch noch schauen nach was zum Wischen vielleicht. 60 Liter. Nicht durchsichtig, bitte. Wir haben von unserer Hebamme eine Liste bekommen mit Sachen, die wir kaufen sollen. Unter anderem war halt auch ein großer undurchsichtiger Müllbeutel, weil sie meinte, es möchte natürlich niemand von den Nachbarn nachher irgendwie da blutige Tücher sehen oder auch irgendwie verschmierte Sachen. Deswegen war es ganz wichtig, einfach auch noch mal was Undurchsichtiges zu haben. Schwierig, ne, hier. Entschuldigung. Ja. Habt ihr hier auch Metallschüsseln? Metallschüsseln. Ja, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ein bisschen höherer Rand. Ja. Groß genug, dass das Kind reinpasst. Nee, die Plazenta soll da rein. Das ist vollkommener Quatsch. Da müssen 5 Plazentas rein. Das ist mega schwach. Kriege ich 5 Plazentas plus Babys noch mit rein. Waschlappen und Handtücher vielleicht? Noch 7 Wochen bis zur Geburt. Beratungstermin am Uniklinikum Frankfurt. Helena hat sich aus ihrer Querlage rausgedreht. Nun liegt sie in der Beckenendlage. Chrissy und Lambos sind extra über eine Stunde nach Frankfurt gefahren. Die Klinik ist auf natürliche Geburten aus Beckenendlage spezialisiert. Denn sollte sich das Baby nicht rechtzeitig drehen, will Chrissy wenigstens einen Kaiserschnitt vermeiden. Sieht ganz gut aus. Schönes Baby. Es ist ja so, prinzipiell kann man auch ein Baby ganz normal vaginal aus Beckenendlage gebären. Und wenn man das an einem Ort macht, wo es genug Menschen gibt, die sich damit auskennen, hat es auch kein höheres Risiko als eine Geburt aus Schädellage. Wenn man sagt, okay, der Wunsch wäre schon jetzt nicht in einer Klinik zu entbinden, dann kommt auf jeden Fall die äußere Wendung in Frage. Ne? Dabei würden wir quasi von außen versuchen, das Baby so zu tasten und dann versuchen es zu bewegen, sich in Schädellage zu drehen. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind 50%. Okay. Ja, also das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Ja. Allerdings muss man einfach gucken, was für einen selber auf der Pro-Seite steht. Nämlich könnte ja sein, dass man dann eine Schädellage hat und dann die Möglichkeiten wieder mehr sind. Ne? Ja. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie nicht vielleicht halt auch doch irgendeinen Grund hat, dass sie halt so liegt, wie sie liegt, weil sie ja auch wirklich lange schon so liegt. Und deswegen mache ich mir halt schon eher so ein bisschen Sorgen, dass es vielleicht bei einer äußeren Wendung nachher eher irgendwie zu Komplikationen kommt. Und ich halt sage, ich habe einen Notfallkaiserschnitt, das wäre natürlich halt das komplett einmal kontra. Bei der Geburtsplanung muss die Ärztin über alle möglichen Szenarien aufklären. Auch über den Kaiserschnitt. Für Chrissy viel zu verarbeiten. Hier oberhalb vom Schambein ein Schnitt auf der Haut ungefähr so lang. In Fällen blutet es mal verstärkt mit dem Risiko, dass man Blutprodukte transfundieren muss, mit einem Restrisiko für Infektionen, HIV, Hepatitis. Zu einer Million. Kann ich mich kurz hinlegen? Ja. Am besten auf die Seite. Ja, ja. Chrissys Kreislauf macht nicht mehr mit. Und auch die Entscheidung, die vor ihr liegt, setzt ihr zu. Ist noch einmal hier an Ihrem Handgelenk. Ja. Ja, tatsächlich hatte ich vorgestern schon so einen schlechten Blutdruck irgendwie. Sauschwer, man dreht sich so ein bisschen im Kreis halt einfach, ne? Man hat viele, was wäre wenn Geschichten. Super wäre es, wenn man einmal alles durchleben könnte und danach entscheiden könnte und sagen könnte, das nehmen wir jetzt. Ist ja klar, es ist trotzdem einfach auch irgendwo fürs Kind Stress, selbst wenn sie sich gerne bewegt und ja eigentlich auch immer gut mitmacht.
ist diese komplette Drehung einmal im Bauch, ja, ich glaube schon einiges für so ein kleines Wesen. Und wie wir ja auch schon jetzt dann von mehreren Seiten gehört haben, ist es halt eine 50-50 Chance. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte die Geburt jederzeit beginnen. Für den Fall der Fälle packen Chrissy und Lambos eine Notfalltasche für das Krankenhaus. Ein T-Shirt zum Nachtschlafen. Ich wollte die natürlichste Geburt, die es gibt eigentlich hier zu Hause für mich und mein Baby mit 2 weiteren Leuten. Und nicht in der Klinik, wo nach 8 Stunden eine neue Hebamme kommt, die ich noch nie im Leben gesehen habe, mit der ich nichts zu tun habe, die mich überhaupt nicht kennt, die mein Baby nicht kennt und die auch mein Mann nicht kennt. Das sind super, super schwierige Voraussetzungen. Aber ich denke mir halt trotzdem noch, ich möchte halt, dass es meinem Kind gut geht. Ne? Und das ist wirklich meine alleroberste Priorität. Aber es besteht noch immer eine letzte Chance für die Entbindung zu Hause. Wenige Tage später trifft Chrissy ihre Entscheidung. Sie will ihren Wunsch nach einer Hausgeburt nicht loslassen und entscheidet sich für die äußere Wendung. Wir haben uns dann damit befasst und haben uns natürlich auch so ein bisschen eingelesen in die Risiken. Und ich habe mir viel Statistik auch angeschaut, wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Notfallkaiserschnitt hat oder eine Plazentaablösung, wo die Zahlen wirklich sehr, sehr gering sind, was natürlich für mich auch ein bisschen beruhigend war. Zudem haben wir halt auch gesagt, ist es jetzt irgendwie auch unsere erste Schwangerschaft und unser erstes Kind und wir wünschen uns die Hausgeburt einfach auch so sehr, dass es einfach auch ein Versuch wert war. In einem Krankenhaus in ihrer Nähe bekommt Chrissy schnell einen Termin. Die Kamera darf bei der Wendung nicht dabei sein. Das war wirklich psychisch und seelisch auch nicht so einfach zu verkraften tatsächlich, weil es halt einfach schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Körperverletzung ist, aber es grenzt schon auch an Gewalt einfach ein bisschen. Ne? Und eine Gewalt, die man sich selbst im Prinzip ja antut. Mir ging es gar nicht gut danach. Also ich war völlig fertig, körperlich, psychisch, seelisch, alles einfach völlig fertig. Dann steht man auf und hat halt ein komplett anderes Körpergefühl. Also die Wendung war natürlich erstmal ein Erfolg, muss man ganz klar sagen. Wir waren natürlich auch happy und das hat bei uns dann halt erst so ein bisschen gedauert, bis es Klick gemacht hat. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir zu Hause bleiben können, ne? Und dass wir hier zu Hause gebären, wie wir es uns eigentlich schon seit 10 Monaten jetzt fast, ne? Wie wir es uns vorstellen und wie wir es uns auch gewünscht haben. Und sind da super, super happy drüber. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass wir nicht nachträglich jetzt noch irgendwie eine Verlegung haben aus der Hausgeburt raus. Also ich glaube, das würde mich schon auch ärgern, weil jetzt haben wir sie extra wenden lassen, damit wir halt nicht in einem Krankenhaus gebären und hier daheim bleiben können. Nur noch wenige Tage bis zum errechneten Termin. Aber es gibt ein Problem. Chrissy bekommt keine Wehen. Am 12. Tag nach dem errechneten Geburtstermin ist klar, Chrissys Wunsch nach einer Hausgeburt wird sich nicht erfüllen. Wir fahren jetzt in die Klinik, weil wir sind heute ET plus 12 und also viel länger kann man eigentlich für die Hausgeburt nicht mehr warten. Wir haben jetzt einfach entschieden, dass einfach auch aufgrund, dass das Fruchtwasser deutlich weniger ist und ich hatte jetzt auch noch keine richtigen wirklichen Wehen oder auch Geburtswehen, wo irgendwie anzeigen, dass es jetzt losgehen könnte, haben wir uns dafür jetzt entschieden, heute in die Klinik zu fahren. Unterstützung bekommt Chrissy auch von ihrer Schwester Nadine. Geburt ist halt immer eine Überraschungstüte. Man weiß nie vorher, was passiert. Die kleine Helena wollte sich jetzt nicht pünktlich auf den Weg machen. Und jetzt sind wir einfach so weit über Termin, dass wir sagen, okay, wir gehen in die Klinik und hoffen einfach dass wir dort einfach zusammen eine schöne Geburt erleben können. Und ich versuche natürlich da
Auch wenn es in der Klinik eben, oder das ist ja oft in der Klinik der Fall, dass die Hebammen vielleicht nicht ganz so viel Zeit manchmal haben, dass sie viele Frauen betreuen, da bin ich auf jeden Fall da und kann da vielleicht auch noch gut unterstützen, hoffentlich, dass es trotzdem auf jeden Fall auch in der Klinik eine wunderschöne Geburt wird. Chrissy hofft, so natürlich wie möglich gebären zu können und will direkt nach der Geburt wieder nach Hause fahren. Wir versuchen jetzt die harmloseste Einleitungsmethode, und zwar mit dem Wehencocktail. Okay, voilà. Prost! So, wir haben 0:24 Uhr. Der Wehencocktail scheint gewirkt zu haben. Wir brauchen jetzt erstmal ein heißes Bad. So, kurzes Update. Wir haben jetzt 4:30. Scheiße, ich bin zu müde. Wir haben uns jetzt eine PDA legen lassen, weil die Schmerzen für mich einfach zu groß waren. Helena drückt mit ihrem Kopf direkt auf mein Becken momentan noch und leider nicht so gut auf den Muttermund. Also wir hatten wirklich eine lange Geburts- und Pressphase. Diese letzte Phase war wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, weil ich zwischenzeitlich wirklich dachte, ich sterbe gleich. Und als sie dann draußen war, war es bei mir wirklich, die ersten 5 Minuten waren einfach nur pure Erleichterung. Ne? Ich habe einfach geweint, weil ich froh war, es geschafft zu haben und auch tatsächlich froh war, es überlebt zu haben. Aber natürlich klar, nach ein paar Minuten setzt halt dieses pure Glück ein und die Freude und man ist einfach nur happy, sie zu haben. Helena ist endlich zu Hause angekommen. Ihre Geburt war nicht einfach. Bei der Entbindung hat Chrissy Verletzungen erlitten. Bist du ganz müde, ja? Oh, ja. Wenn es der gleiche Geburtsverlauf gewesen wäre, wäre es hier zu Hause super, super schwierig gewesen tatsächlich. Ich bin total dankbar über die PDA. Also für mich war es jetzt für die Geburt, fürs erste Kind mit ihr wahrscheinlich doch das Richtige einfach. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war dieses Klinikerlebnis super traumatisierend und ich habe echt wirklich viele Tage auch sehr, sehr emotional gekämpft damit, ja, um da irgendwie das sortieren zu können und damit klarzukommen und irgendwie auch, hört sich doof an, aber Frieden damit zu schließen, dass es jetzt halt so war, wie es war. Und deswegen würde ich auf jeden Fall bei einem nächsten Kind erstmal wieder eine Hausgeburt planen, weil das für mich in erster Linie auch was damit zu tun hat, was mir innerlich mehr Frieden gibt. Und nach so einer Klinikgeburt gibt mir der Gedanke an eine Hausgeburt einen riesengroßen Frieden erstmal.